Es wird immer schwerer zu erkennen, welche Dinge echt sind und welche nicht. Erinnert ihr euch an den Swag-Papst? Fake. Diese Stimme. Fake. Dieses Video? Auch fake. Der Text für dieses Intro? Auch nicht von mir. Oder vielleicht doch? Die Beispiele, die ich euch oben gezeigt habe, haben eins gemeinsam. Sie sind viral gegangen und die Autoren haben euch erst im Nachhinein gesagt, dass die Inhalte fake sind. Mit Ausnahme der Stimme, die habe ich mit KI generiert. Sonntag kommt auf meinem anderen Kanal ein Video dazu raus. Aber vielleicht geht sie ja noch viral. Diese Beispiele zeigen, wir haben den Punkt überschritten, wo die meisten Leute Deepfakes, seien es Bilder oder Stimmen oder auch Videos, von echten Werken unterscheiden können. Die meisten. Vielleicht nicht du, der sich jahrelang damit beschäftigt hat, aber wenn auch nur du ein bisschen nachdenken musst, dann erkennt es der Großteil von uns nicht mehr. Aber es geht heute nicht um KI, zumindest nicht nur. Wir haben schon länger ein Problem, auch mit Falschinformationen online. Es gab vor einer kurzen Zeit mal einen YouTube-Account, der so hieß wie dieser Account hier. The Morpheus Vlogs hieß ich damals noch. Er hat mein Bild benutzt und genauso ausgesehen wie ich. Sein Kanal war aber natürlich leer, kein einziges Video, also leicht zu überprüfen. Er hat dann einfach angefangen, Kommentare zu beantworten, als wäre er ich. Allerdings natürlich in falsch und schlecht und am Ende immer dazu geschrieben, man soll sich doch bei WhatsApp bei ihm melden. Also bei mir quasi. Die Nummer war dann angehängt. Natürlich war das ein offensichtlicher Scam und dafür hat YouTube eigentlich Haken eingeführt, auch wenn ich noch immer keinen habe auf diesem Kanal. Auf dem anderen habe ich einen. Aber wenn sich wer als ich ausgibt, oder noch besser, wenn eine Zeitung mich zum Beispiel aus einem Video zitiert und etwas behauptet, was ich nie gesagt habe, was dann? Ein weiteres Beispiel, wenn ich ein Dokument vom Amt bekomme. Woher weiß ich, dass ich wirklich an das Finanzamt zurückschreibe und nicht irgendjemand mir einen Brief geschickt hat? Woher weiß ich, dass ein Link einer Website wirklich zu google.com führt und derjenige sich nicht einfach google.com genannt hat? Oh ja, richtig. Bei Websites haben wir das Problem irgendwie nicht. Steht ja oben in der Adressleiste. Amazon hat ein riesiges Problem mit Büchern, die KI generiert sind. Nur sehr wenige Autoren geben so etwas als Co-Autor an. Es gibt sogar Bücher darüber, wie man Bücher mit KI schreibt. Das reduziert übrigens den weltweiten Verbrauch von Kaffeebohnen schon jetzt um 42 Kilogramm im Jahr. Und natürlich gibt es auch sehr viele Reviews, die mit ChatGPT verfasst wurden. Leicht zu erkennen, falls manche Leute nicht mal mehr drüber lesen, sondern einfach nur Copy-Paste machen. As an AI language model, I should not be writing a review for you, you stupid little Das führt dazu, dass mittlerweile ein Großteil der Reviews geschätzt fake ist. Und natürlich ist das nicht nur Amazon, das geht überall, außer im Darknet. Den Marketplaces vertraue ich natürlich. Aber für mich das Schlimmste ist das hier. Hey, I need to move some funds from your bank to my other account. Could you make that happen for me? Currently gone for a few weeks, and I have no access to my account from over here in Japan. Hi, Cedric. Yeah, that's fine. I can do that for you. How much from which account to which? Die erste Stimme, die ihr gehört habt, war ein Deepfake von meiner eigenen Stimme, nachmodelliert. Und man hört es, finde ich, schon. I need to move some funds from your bank to my other account. Vor allem natürlich auf Deutsch. Hey Leute, hier spricht Cedric, aber ihr kennt mich als Morpheus. Es wäre mega, wenn ihr den Kanal abonniert, denn das zeigt YouTube, dass viel mehr Menschen dieses Video sehen sollten. Verfasst auch bitte einen Kommentar, denn eure Meinung interessiert mich sehr. Aktuell funktioniert das ziemlich gut für Englisch. Auf Deutsch hört es sich, finde ich, schon deutlich schlechter an. Aber es hat gereicht, dass ich bei einem ausländischen Konto Geld bewegen konnte. Offensichtlich konnte ich für das deutsche Konto nicht wirklich auf Englisch anfragen. Ne? Die Antwort, die ich danach bekommen habe, habe ich allerdings nachsprechen lassen, auch mit KI, damit der Herr sich hier nicht bloßgestellt fühlt. In diesem Szenario habe ich es geschafft, Geld von einem Konto auf ein anderes zu überweisen. Beide lagen bei derselben Bank, beide sind von mir und es ist niemand zu Schaden gekommen. Aber trotzdem erstaunlich, dass hier sogar bei Audio nicht mal nachgefragt wurde, ob ich das wirklich bin. I mean, I never even talk so great in English. Kleiner Spaß an der Stelle. Hier gab es aber auch einen echten Fall, in dem Kriminelle eine Stimme eines Bankchefs gefälscht haben und 35 Millionen Dollar stehlen konnten. 35 Millionen! Ein Telefonanruf des Chefs hat gereicht und schon hatten sie eine Überweisung mit dem Geld darin. Und diese Technologie ist mittlerweile wirklich überall zugänglich für fast kein Geld.
Aber auch E-Mails, Post und Faxe sind nicht besser. Darum kümmern wir uns aber nächste Woche nochmal speziell. Für den Moment halten wir aber fest, wir wissen schon jetzt nicht mehr, was eigentlich echt ist und was fake. Wie würde ich euch davon überzeugen können, dass irgendetwas echt ist? Ich habe ja nur das Internet. Meine Kanäle könnten auch einfach gehackt worden sein. Das ganze Video hier könnte ein Deepfake von einem Hacker sein. Klar, wer würde das tun? Aber aktuell ist es auch noch nicht so einfach daran zu kommen. Man muss lange trainieren lassen und so weiter und so fort. Aber wir kommen da sehr, sehr schnell hin. So, für TikToks, YouTube-Videos, die unterhalten sollen, ist das jetzt nicht so dramatisch und eure Urlaubsfotos sind nicht so wichtig, ob da jetzt eine KI wirklich im Spiel war. Problematisch wird's politisch und journalistisch. Simplicissimus hat dazu ein Video gemacht. Oh, das ist ja gar kein echtes Foto, sondern KI generiert. Und natürlich sind die nicht die einzigen. Die Debatte um Fake News habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Deepfakes werden im Krieg in der Ukraine gezielt genutzt, um Falschinformationen zu verbreiten. Schaut euch dieses Video an. Значно гірше. Більше нема ніякого завтра. Принаймні у мене. Es ist auf einer russischsprachigen, ukrainischen News-Website veröffentlicht worden, etwa 4 Wochen nach Beginn des Krieges. In diesem Video fordert der Deepfake Zelensky seine Truppen auf, aufzugeben. Und ja, man kann erkennen, dass das Ding ein Deepfake ist. Anders als die Dinge, die im letzten Jahr entwicklet wurden, ist hier, sagen wir mal, nicht so viel Arbeit reingeflossen. Und auch von Putin gibt es natürlich Deepfakes. С Украиной в ее всемирно признанных границах. Мы договорились, что совместно создадим. Gut, der Autor hat das direkt unten drunter abgeklärt, in diesem Fall, aber trotzdem, Deepfakes sind ein Mittel im Krieg geworden. Ein politisches Mittel der Manipulation, das dazu geführt hat, dass alles, was von Putin oder von Zelensky oder von irgendjemand anders online gestellt wird, hinterfragt werden muss. Was damit passiert, ist Folgendes. Gehen wir davon aus, dass ein Nacktvideo von euch veröffentlicht wird. Komplett öffentlich, jeder kann es sehen. Ihr könnt ganz einfach sagen, das ist ein Deepfake. Auch wenn es echt war. Niemand kann wissen, ob es echt ist oder nicht. Das Problem ist folgendes. Einige Sekunden an Stimmaufnahmen reichen aus, dass Frauen, Mädchen aus eurer Schule intime Dinge sagen, die sie nicht sagen wollen. Dass Bilder erstellt werden, die echt aussehen. Deepfakes sind entstanden, weil Leute im Internet eben keine Pop-Darstellerinnen, sondern Schauspielerinnen wie Emma Watson sehen wollten. Jetzt ist diese Technologie breit verfügbar und sie wird immer besser und jeder kann das tun. Egal, ob man das Einverständnis hat und auch egal, wie alt diese Person ist. Mittlerweile reichen ein paar wenige Fotos, um solches Material zu erstellen. Und Fun Fact an der Stelle, ich habe ein Video schon mal dazu gemacht und damals sind wir so allmählich in diese Richtung gekommen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es schon fast zu spät ist. Und ja, es ist nicht echt, aber es ist trotzdem missbräuchlich. Und auch echte Information ist jetzt irgendwie absolut nicht mehr echt danach. Aktuell habt ihr nur mein eigenes Versprechen, dass dieses Video hier mit meiner Kamera in meinem Büro aufgenommen wurde und nicht irgendein Hacker, wie gesagt, meinen Kanal übernommen hat. Und das macht Beweisführung schon jetzt komplett kaputt. Ein Videobeweis, dass ihr jemanden getötet habt, vielleicht doch einfach nur ein Fake und jemand möchte, dass es so aussieht. Das denke ich mir leider nicht aus, das wird in diesem Moment immer wieder debattiert. Schon 2020 gab es ein Deepfake-Audio, das als Beweis in einem britischen Gerichtshof vorgelegt wurde. Es sollte zeigen, dass der Vater jähzornig ist und demnach kein Erziehungsrecht haben darf. Das war vor 3 Jahren und sie nutzte ein Online-Tutorial, um sowas zu erstellen. Leute, das war noch vor 11 Labs. Kaum ein Richter ist darauf vorbereitet. Nicht mal ich, der den ganzen Tag kaum was anderes macht, kann diese Dinger noch unterscheiden. So, und das hat zumindest bei mir zu einem sehr gesunden, ungesunden Misstrauen geführt. Kann ich einem Screenshot eines Artikels glauben? Nein. Könnte manipuliert sein, natürlich. Kann ich Stimme glauben? Kann ich Bildern glauben? Kann ich Videos glauben? Nichts davon ist noch unbedingt echt. Keine Bodycams, keine Sprachaufnahmen, nichts davon ist vertrauenswürdig. Wir nennen das Post-Truth-Zeitalter. Das Zeitalter, in dem nichts unbedingt mehr echt oder vertrauenswürdig ist.
Und ja, ich weiß, dass Deepfakes und Co. nicht nur schlecht sind. Wir haben schon Anwendungen in Film, TV, Unterhaltung gesehen und wir schauen uns am Sonntag versprochen noch ein paar mehr speziell für die Stimme an, die sehr wohl positiv sind. Ich sag nur YouTube in jeder Sprache. Aber es ist eben auch gefährlich und wir müssen uns drum kümmern. Dieses Problem wurde nun von einigen Menschen erkannt und manche wollen, dass eine gewisse Content-Nachverfolgbarkeit etabliert wird, speziell für den Einsatz von KI. In Europa ist das der AI Act. Hier steht zum Beispiel drin, dass Bilder von KI als solche gekennzeichnet werden müssen. Warum wir nicht einfach KI nutzen, um KI-Content zu erkennen? Naja, weil die Software zum Erstellen von solchen Inhalten genauso arbeitet, dass sie nicht erkannt werden kann von KI. Ihr könnt es euch wie ein Spiel vorstellen. Ein Generator erzeugt ein Fake. Ein Detektor überprüft, ob das Bild ein Fake ist. Kann der Detektor das Ding erkennen, dann wird der Generator verbessert. Kann der Detektor es nicht erkennen, wird der Detektor verbessert. Per Definition, also per Algorithmus, können wir also nicht mit KI-Inhalte erkennen. Die EU will also eigentlich eine Kennzeichnungspflicht. Kennzeichnung, aber wie? Naja, das Stichwort ist C2PA, zumindest in den USA. Und naja, WorldCoin. Black Mirror ist mittlerweile genauso Inspirationsquelle wie 1984 geworden. Der Kongress in den USA nannte diese ganze Thematik die Apokalypse von Informationen. Es gibt kein Wahr mehr. Es gibt an sich eine gewisse Apathie für Informationen, beziehungsweise die stünde bevor. Denn alles, was man sieht, könnte, wie gesagt, auch Fake sein. Demgegenüber steht die Coalition for Content Provenance and Authenticity, oder kurz C2PA. C2PA ist ein Projekt, das aus einer Allianz von Adobe, ARM, Intel, Microsoft und erstmal TruePic entstanden ist. Die Idee ist folgende: Häng einfach an jedes digitale Medium, also beispielsweise dieses Meme, Metadaten an. Da kommt dann zum Beispiel rein, wer das Bild erschaffen hat, der Urheber. Wenn dann da drin steht, dass das von KI ist, dann wissen alle, dass es von der KI gebaut wurde. Wenn da Kamera drin steht, ist es halt von der Kamera, die auch KI nutzt, aber pst. Und wenn da Photoshop drin steht, hat die Instagram-Dame wohl doch einen Filter verwendet. Diese Informationen werden dann kryptografisch signiert und bleiben für immer mit dem Bild verbunden. Wenn ich nun also dieses wunderschöne Bild noch schöner machen möchte, wird das in einer Art Verlauf gespeichert. Da steht dann KI generiert, mit Paint auf Morpheus Rechner verbessert. Also eigentlich macht man aus jedem Bild und jeder einzelnen Datei ein NFT. Aber die Idee von C2PA kommt ohne eine Blockchain aus. Dadurch kann jeder überprüfen, dass Elon Musk zum Beispiel diesen BH nicht getragen hat. Das hört sich erstmal toll an, I guess, denn es gibt dem Content Creator wieder die Hoheit über seine Inhalte und dem Konsumenten einen gewissen Grad an Echtheitsnachweis. Stability AI, also die Macher von Stable Diffusion, sagen sogar, dass das mit Open Source Software auch möglich wäre. Yay! Und genau das wurde gerade im US-Senat debattiert. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Technisch wird dann jede Datei, die wir bauen, sei es ein Bild von KI oder von einer Kamera, denn das soll auch auf Hardware funktionieren, aber auch Text, weil ChatGPT baut Text, oder auch Videos oder jedes andere Medium, eine Markierung haben. Nehme ich ein Bild von, sagen wir, diesem Papstfoto und verändere es dann steht da drin, erst mit KI erstellt, anschließend noch mehr Ästhetik hinzugefügt von Morpheus Team. Beides wird unterschrieben, erst von der KI und dann von uns. Und das hilft im Endeffekt auch für Urheberrecht, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Prima! Nur, wer genau darf das Recht ausstellen, dass ich meine Inhalte signiere, also unterschreibe, dass dieses Skript wirklich von mir ist? Wer darf sagen, dass es eine KI war oder nicht? Wenn es nach dem C2PA geht, liegt das bei der C2PA, die ja ein vertrauenswürdiger Zusammenschluss von unter anderem Microsoft und Adobe ist. Der aktuelle Entwurf sieht eine besondere Wahrung der Privatsphäre vor, weil ja alles, was man tut, also sogar jede Nachricht, die man auf WhatsApp schreibt, könnte ja KI generiert sein. Deswegen muss alles perfekt zurückverfolgbar sein auf eine Person oder ein System. Aber schon jetzt steht halt leider im Entwurf drin, dass man auch mit seiner ID, also seinem Ausweis, unterschreiben können soll.
was bekanntlich nicht ganz so anonym ist. Sowas wie eine Ausweispflicht für das Erstellen von Fotos oder Dateien generell oder überhaupt Nachrichten. Praktisch für total demokratische Nationen, die an ihrer Pressefreiheit festhalten. Außer natürlich die total demokratischen Nationen stellen sich einfach selbst die Schlüssel zum Signieren aus, denn irgendwo müssen die ja herkommen. Da sagt dann die Behörde ganz einfach: Also ich bräuchte kurz den Ausweis von Herrn Mössner, der muss mal wieder ein offensives Meme verbreiten. Der hat eine PlayStation 5 direkt bei Release bekommen. Ich will sein Skript haben, mit dem er das geschafft hat. Wenn ihr übrigens andere Sprachen, meist Programmiersprachen lernen wollt, schaut definitiv mal bei meiner Bootstrap Academy vorbei. Wir arbeiten gerade am nächsten großen Feature-Release und ja, wir wollten schon längst damit fertig sein, aber ich habe mehrfach Änderungen beschlossen und es wurde dann irgendwie immer größer. Mittlerweile kann man schon fast von der Version 2 der Academy sprechen, nur ohne dass das Frontend groß verändert wurde. Ein kleines Späßchen weiter treibt es sogar noch die Shitcoin, die den Ausweis buchstäblich ersetzen möchte, als hätten wir nicht schon genug von diesen Dingern. WorldCoin ist eine Kryptowährung von Sam Altman, dem Gründer von OpenAI. Vermutlich hat das Ding deshalb schon mehr als 2 Millionen Anwendungen. Es funktioniert ungefähr so. Hey du, ja du, der dieses Video schaut. Möchtest du ein bisschen meiner komplett anonymen und tollen Kryptowährung, die ich aus dem Nichts erschaffen habe? Brav, dann komm mal kurz näher an dieses hässliche Ding einer Kugel. Guck da mal kurz rein. Ich sag dir die Zukunft voraus. Los, schau in die Kugel. Danke, jetzt habe ich die biometrischen Daten deiner Iris. Dafür bekommst du jetzt ein paar dieser Shitcoins. Willst du noch mehr WorldCoins haben? Dann machen wir das so. Du arbeitest gratis für mich und bringst andere Leute dazu, in diesen Orb zu schauen, okay? Einen kleinen Teil drückst du dann einfach an mich ab und ich gehe noch ein paar andere Leute rekrutieren, ja? Dieses Ponzi-Produkt soll uns alle retten vor der Technologie, die der Ersteller von WorldCoin erschaffen hat. Diese unfassbar böse KI. Der Orb ist auf Welttour auch schon in Deutschland angekommen. Der Gedanke ist, wodurch wissen wir denn, wer ein Mensch ist und wer nicht? Kann sich ja jeder einfach so eine Online-Identität erstellen. Man möchte also den Ausweis ersetzen durch die World ID, also das System, auf das man nach dem Iris-Scan Zugriff hat. Die biometrischen Daten sollen danach allerdings wieder gelöscht werden, also außer der Iris-Code, der bleibt. Man soll dadurch vollkommen anonym unterwegs sein, aber viele sind halt skeptisch. Damit soll es dann auch möglich sein, Inhalte wie bei der C2PA zu signieren, wodurch klar wird, dass dieses Skript hier komplett von mir geschrieben ist und ich kann sogar die ganzen Quellen mit einbauen und unterschreiben lassen. Das Ganze soll dann eben nicht einfach nur als Manifest an die Datei angehängt werden, sondern auf die WorldCoin Blockchain hochgeladen werden, wo jeder es dann zum Beispiel ansehen kann und es ist natürlich mit meiner ID verknüpft. Allerdings irgendwie völlig anonym. Es wird dann ein Zero-Knowledge-Proof genutzt, wenn ich beweisen muss, dass der Inhalt mir gehört. Das funktioniert vereinfacht so. Ich besitze, sagen wir, ein Bild. Darin sind, sagen wir, Geheimnisse verschlüsselt gespeichert. Und vereinfacht gesagt, unendlich viele. Ich verrate euch dann zum Beispiel einen der Schlüssel zu so einem Geheimnis und das Geheimnis selbst. Ihr könnt jetzt nachschauen, ob ich recht hatte. Wenn ich nicht gelogen habe, was ihr einfach nachprüfen könnt, wisst ihr ziemlich sicher, dass ich auch die anderen Geheimnisse kenne. Und damit, dass das Bild von mir ist. Damit kann ich also beweisen, dass ich ein Bild wirklich dort hochgeladen habe. Und damit soll ein bedingungsloses Grundeinkommen dann auch etabliert werden können, weil wir eben Inhalte schaffen oder irgendwie so. In dem Fall kann nicht mal eine Regierung Inhalte in meinem Namen erstellen, was wirklich eine bessere Welt wäre und alle unsere Probleme sofort löst. Außer natürlich, dass WorldCoin dann genau dazu in der Lage ist, da sie die Identitäten ausstellen. Oder natürlich auf dem Schwarzmarkt, wenn die Leute plötzlich anfangen, Irisse zu scannen oder zu verkaufen. Wie bei regulären NFTs sind auch hier die Inhalte jetzt nicht gerade geschützt. Ich kann einfach hergehen und mir das Bild vom Papst mit einem Screenshot-Tool abfotografieren und bearbeiten. Ich muss also das Manifest nicht verwenden. Bei Texts wird es noch lustiger. Ich kann ja einfach den Text abtippen und leicht ändern. Das kann man eigentlich kaum erkennen und nein, Tools wie wurde dieser Text mit ChatGPT erstellt, sind nicht gerade effektiv. Mit Manifesten zu arbeiten ist also zwar ganz cool,
Solange sich alle dran halten, aber halt eben nur dann. Man müsste, wenn man jetzt ein sinnvolles System haben möchte, grundsätzlich alles ablehnen, was kein Manifest hat. Sprich, perfekte Nachverfolgbarkeit. Bei NFTs sieht es dann so ungefähr aus. Das Manifest steht einfach komplett online. Wer also das Bild vom Papst zuerst auf eine Blockchain hochlädt, dem gehört es. Verändere ich das Bild nun, kann trotzdem jeder online nachschauen, ob das mal jemand anders gehört hat. Das Manifest ist sozusagen immer da. Auch wenn ich einen Screenshot mache, dann habe ich ja gar kein Manifest dazu. Dazu muss man aber natürlich das Original noch erkennen können. Vor allem hindert mich aber überhaupt nichts daran, dieses Bild oder jedes andere Bild von dieser Blockchain herunterzuladen, anschließend eine KI zu trainieren, die Bilder erstellt, die keine Stamps haben. Anschließend lade ich einfach 1000 Bilder von dieser KI hoch und profitiere davon. Wie das bei Videos oder gar Texten gehen soll, weiß man noch nicht mal wirklich. Es würde also auf etwa sowas rauslaufen, egal welche Lösung wir jetzt davon nehmen. Alles, was nicht unterschrieben ist, müsste erstmal mit Misstrauen betrachtet werden, denn es kann ja jeder, auch eine KI, gewesen sein. Ganz wie jetzt aktuell eigentlich. Dann gibt es einige vertrauenswürdige Instanzen, zum Beispiel die Tagesschau oder Sam Altman, die eine wichtige Instanz darstellen, weil jemand sie zu einer wichtigen Instanz gemacht hat. Denen kann man vertrauen, weil die Aussteller der Identitäten uns das so sagen. Und das ist eigentlich fast so, als würden Menschen mit sehr viel Reichweite und Einfluss mehr Vertrauen genießen. Deswegen solltet ihr dieses Video am besten direkt an euren liebsten Reaction-Streamer schicken. Denn er hat mit Sicherheit mehr Autorität als ich. Fast so, als hätten wir sowas wie eine Art Social Credit System, was uns mal wieder zeigt, wie sehr uns China technologisch überlegen ist. 今天看齐，墙上写着秦香莲的30，2岁了转个当朝。